Hallo, ja, heute nehmen wir euch zum neuen Projekt. Ist auch wieder ein RX-Projekt, diesmal basierend auf der V-Klasse, also VRX. Da haben wir schon das gute Stück. Natürlich wird es wieder auf dem, die Reifen quietschen. Natürlich wird es wieder ein V8 sein. Aber diesmal wird er ein bisschen mehr umgebaut wie die anderen Autos bis jetzt. Es wird nicht nur der Motor, Fahrwerk und Bremsen abgeändert, sondern wir wollen ja, einen richtigen RX machen. Also ist jetzt die neue GAD-Serie, wo auch Breitbau drankommt, Innenraum umgebaut wird und es soll praktisch eine wirkliche Sonderserie sein für, ja, für die Rennstrecke, also Busle für die Rennstrecke. Wir haben hier schon 2 Sitze vorbereitet. Die wollen wir in das Fahrzeug einbauen. Die werden natürlich neu beledert, mit auch GAD-Logos etc. Aber nur, dass man sich schon vorstellen kann, was damit passieren wird. Und wir haben jetzt hier auch, Passi hat ihn schon aufgebaut. Den Aufbau wollten wir euch nicht nochmal zeigen, weil es, sage ich mal, ein bisschen mühsam ist, ja, wie ihr da jedes Mal die Komponenten zusammensteckt. Vielleicht interessiert es euch auch nicht und man hat es ja auch schon in den anderen Videos gesehen, wie es abläuft. Also es ist schon fertig. Wir haben jetzt hier das Herz für das Baby. Das wurde ja schon aufgebaut. Das konnten wir ja machen, weil das ja unabhängig ist von dem, was jetzt im Fahrzeug ist. Das wird ja komplett ausgebaut. Passi, vielleicht kannst du uns mal hier ein paar Kleinigkeiten zeigen an dem Ding. Dreh mal vielleicht mal durch, dass man hier so ein bisschen die Ölwanne etc. sieht. Hier sieht man jetzt im ausgebauten Zustand die ganzen Komponenten. Denkt daran, dass Öl drin ist, also nicht ganz drehen. Ja, die Motorhalter, die Ölwannen, wo gefräst sind. Ja, die ganzen Sachen, wo praktisch von uns noch zusätzlich zu den Originalteilen dazugekommen sind. Ich drehe das jetzt nur nochmal zurück, bevor das Öl da irgendwo raussappert. Die Motoren werden ja jedes Mal aufgebaut und dann tut ja Pascal, wie ihr schon vielleicht in einem anderen Video gesehen habt, die Kompression prüfen und tut auch den ganzen Motor auch abpressen, also was zum Beispiel Öl- und Wasserraum angeht, damit, falls hier irgendwas schiefgelaufen ist, nur beispielsweise hier Schelle nicht richtig angezogen, kann ja passieren. Er ist zwar eine Maschine, aber doch ein Mensch. Dass man es nicht nachher erst im Auto feststellt, weil dann ist, also hier draußen 3 Minuten, Schelle angezogen, im Auto 3 Tage. Nein, übertrieben, aber da ist es wirklich schon ein Drama. Deswegen versucht er das alles hier schon außerhalb zu testen, so dass man nachher sagen kann, okay, das Triebwerk geht rein und es ist überprüft worden, ja, dass nicht irgendwelche Undichtigkeiten oder irgendwelche kleine Fehler unterlaufen sind. Deswegen auch Kompression wird hier praktisch getestet. Wir schließen den Anlasser und lassen den Motor durchdrehen, der ist ja mit Öl befüllt, damit man praktisch das alles auch nachher, ja, sich sicher sein kann, dass der Motor gesund ist, wenn er da reingeht. Nicht, dass ihm beim Aufbau irgendein Fehler unterlaufen ist, doch ein Kolbenring gebrochen. Ist zwar noch nie vorgekommen, aber wie man so schön sagt, Teufel ist das Eichhörnchen. Kann passieren, ja. Gott sei Dank ist noch nie was vorgekommen, aber besser zweimal geprüft wie einmal zu wenig. Ja, das wäre jetzt, sage ich mal, so ein kleiner Einstieg jetzt hier. Wir werden jetzt mit dem Umbau anfangen und werden es auch natürlich dokumentieren, sodass ihr praktisch live dabei sein könnt und werden euch auch zeigen, die ganzen Komponenten, wo von außen angebaut werden.
Ja, heute ist ein super Tag. Das war wie Weihnachten und Ostern zusammen. Ihr seht ja schon hinter mir sehr viel Verpackungsmaterial. Kommt ja nicht deswegen, weil wir was verschicken, sondern wir haben was erhalten. Heute sind nämlich die ganzen Teile für den WRX gekommen. Das heißt, die neue Motorhaube, jetzt im neuen Design, die Seitenteile für die Stoßstange, die verbreiterten Kotflügel sind gekommen. Die sind jetzt um 25 mm breiter wie die Originalen, damit da ordentliche Räder drauf kommen können. Genauso wie die Seitenwände, die hinteren Seitenwände. Da ist das alles um 18 mm rausgekommen, ein bisschen weniger wie vorne. Aus dem Grund, weil wir haben da die Schiebetür. Wenn wir hier noch weiter rausgehen würden, würde die Schiebetür an der Seitenwand hängen bleiben. Also da mussten wir uns zurückhalten. Wir können aber trotzdem gleiche Bereifung Vorderachse, Hinterachse fahren. Was bei der V-Klasse ist, die ist im Vergleich zu einer Limousine trotzdem ein bisschen kopflastiger. Also wir brauchen mehr Abstützung auf der Vorderachse. Deswegen auch die Vorderachse ein bisschen breiter gewählt. Und ja, vorne dann pro Seite 25 mm, also Spurweite insgesamt 50 mm breiter wie Serie. Hinten 2x18, also 36 mm breitere Spurweite auf der Hinterachse. Dann haben wir noch einen neuen Ducktail in Sichtcarbon. Etwas größer wie das originale Teil, aber das Design vom originalen Teil immer noch beibehalten, sodass es nicht zu protzig aussieht. Genauso wie hier die Blende, wo unter den Scheibenwischer kommen soll. Die wird hier hinten hinkommen mit dem entsprechenden Logo. Dann wird hier der Name hervorgeholt mit einer anderen Farbe. Wahrscheinlich in Wagenfarbe werden wir es machen. Ja, wie ihr schon unschwer erkennen könnt, wird das auch Name vom Fahrzeug sein, also WRX für die V-Klasse, Racing, Firmatic. Deswegen kommt die RX-Serie jetzt bei uns, wie schon von der C-Klasse, ihr es gesehen habt, jetzt auch für die V-Klasse. Ja, Pascal war auch schon sehr fleißig, hat einen Motor, mir im Getriebe, da hat Santiago natürlich mitgeholfen, oder besser gesagt, er hat es vorbereitet. Hat das Getriebe schon angeflanscht an den Motor. Das wird jetzt auch, also heute noch ins Fahrzeug reinkommen. Fehlen jetzt nur noch die Downpipes und dann kann ja das Ganze ins Auto reingeschoben werden. Und dann kommt natürlich wieder diese undankbare Arbeit, wie ich schon letztens erwähnt habe, die unsichtbare oder die am wenigsten sichtbare, aber die ja, fast so wichtig ist wie das ganze Aggregat. Dann muss Kai wieder ran, muss die Elektrik verlegen, weil ohne den Anstöpsler ans Auto läuft halt gar nichts. Ja, seid ihr auf jeden Fall mal gespannt. Die ganzen Teile werden jetzt zum Lackierer gehen. Der wird das alles erstmal vorlackieren, dann wird es ans Auto angebracht und dann wird das komplette Fahrzeug nochmal mitlackiert, damit es keine Farbunterschiede gibt. Also es ist jetzt noch sehr viel Arbeit, aber ihr seht ja, das Projekt wird ja schon ganz besonders. Es wird also durch den V8-Umbau wird es keine normale V-Klasse mehr sein, aber die wird sich noch erheblich davon unterscheiden von den anderen, die wir bis jetzt gemacht haben.
Ja, endlich ist er fertig. Der VRX hat jetzt ein bisschen länger gedauert, aber gut Ding braucht Weile. Hier stellen wir euch vor, unsere neue Kreation, nicht nur den V8-Umbau wie sonst immer, sondern V8-Umbau mit ein bisschen mehr Leistung. Wir sprechen jetzt hier von 650 PS und nicht wie sonst üblich von 585 plus einen kompletten Bodykit. Der beinhaltet 25 mm Verbreiterung pro Seite, also 50 mm breitere Achse auf der Vorderachse, andere Motorhaube mit einem neuen Shape, natürlich unseren Carbon Bodykit, den ihr ja schon von der Nummer 1 kennt. Neue Felgen in 10,5 Zoll Breite mit 285er Latschen. Das alles über die Vorderachse und zusätzlich haben wir auch die Hinterachse um 22 mm verbreitert, also in Summe 44 mm breitere Hinterachse, auch mit einem 10,5 Zoll Rad und 285er Reifen. Hinten ging es leider nicht mehr breiter, da sonst die Tür anstoßen würde. Ja, wir haben hier auch die ganzen Achskomponenten ein bisschen verändert, straffere Lager gemacht, damit das Auto kurvenfreundlicher ist. Die ganzen anderen V-Klassen waren praktisch als reine Langstrecken-Reiselimousinen gedacht. Hier haben wir so einen kleinen Kurvenräuber gemacht. Dann haben wir noch Veränderungen am Heck durchgeführt, haben einen neuen Dachspoiler hingemacht, in Carbon und auch größer, haben hier die Abschlussleiste mit dem VRX, was für V-Klasse Racing 4MATIC steht, und natürlich den Diffusor, der schon von der Nummer 1 bekannt ist. Ja, das alles haben wir noch kombiniert mit den Facelift-Rückleuchten. So ist praktisch ein neues Fahrzeug entstanden, was wir jetzt euch präsentieren möchten. Alles Weitere würde ich empfehlen, dass ihr euch den Carporn, den wir jetzt einblenden werden, anguckt. Da wird auf die ganzen Details ein bisschen mehr eingegangen. Power to Emotion, Power to Emotion.